Wie wiederholt man richtig? Jeder Mensch hat eine andere Lebenslage und unterschiedlich viel Zeit. Manch ein Mensch arbeitet in Vollzeit, ein anderer arbeitet gar nicht. Wiederum ein anderer Mensch ist Student oder Schüler. Das hängt also von deinem Leben ab. Aber es ist ganz wichtig, dass du deine Wiederholung planst. Du musst für dich festsetzen, ob du dein Erlerntes, also deine Vokabeln und deine Redewendungen, die du gelernt hast, ob du sie täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholen möchtest. Du kannst die Wiederholungen beispielsweise in deinem Kalender eintragen. Du kannst aber auch Apps dafür benutzen, die dafür geeignet sind. Und nun kommen wir zu dem zweiten Tipp, der damit eng verwandt ist. Verwende Karteikarten. Das sind Karten, mit denen du deine Vokabeln auswendig lernst. Hier kann ich eine Karteikarten-App empfehlen, die ich selbst für meine Sprachen benutze. Wenn ich zum Beispiel Französisch oder Arabisch lerne oder mein Englisch verbessere, benutze ich persönlich die Anki-App. Und meine Erfahrung mit der Anki-App ist wirklich sehr gut. Das liegt nämlich daran, dass die Anki-App auf einem intelligenten System basiert. Dabei kann man mit wenigen Minuten am Tag auch eine große Vokabelsammlung wiederholen. Denn die Anki-App benutzt dabei das System der systematischen Wiederholung von Vokabeln, die man nicht so gut kann, während die Vokabeln, die man schon besser kann, immer seltener abgefragt werden. Auf diese Art und Weise kann man selbst mehrere tausend Vokabeln in überschaubarer Zeit wiederholen. Der erste Tipp war also, erstelle einen konkreten Plan, wann du wiederholst, ob es täglich, wöchentlich oder monatlich ist, und trage diese in deinen Kalender ein. Tipp Nummer 2 war, benutze die Anki-App oder eine ähnliche App, um deine Wiederholungszeit zu reduzieren und zu optimieren. Tipp Nummer 3, wie du effizient dein Deutsch wiederholst, ist, integriere Deutsch in deinen Alltag. Das geht zum Beispiel damit, dass du beispielsweise die Gegenstände bei dir zu Hause mit Aufklebern versiehst und immer dann, wenn du an ihnen vorbeigehst, den Namen sehen kannst. Auf diese Art und Weise hast du das Vokabeln wiederholen auf eine intelligente Art und Weise in deinen Alltag eingebunden. Vierter Tipp: Wiederhole, indem du aktiv den gelernten Wortschatz anwendest, sei es im Gespräch mit Menschen oder dass du ein Heft nimmst, ein leeres Heft und einen Stift und die gelernten Wörter in Sätze formulierst, so dass du dieses Vokabular von deinem passiven Wortschatz in den aktiven Wortschatz überführst. Tipp Nummer 5: Versuche beim Lernen verschiedene Sinne anzusprechen. Wir Menschen haben verschiedene Sinne, wie das Sehen, wie das Hören, wie das Fühlen und so weiter. Es ist wichtig, möglichst viele Sinne zu benutzen beim Lernen. So kannst du beispielsweise, wenn du dir ein Video auf YouTube anhörst, wie zum Beispiel dieses hier, kurz anhalten und versuchen, etwas nachzusprechen. Auf diese Art und Weise kannst du mehrere Sinne benutzen und somit deine Wiederholungseffektivität steigern. Versuch also deine Sinne zu kombinieren. Hören, sehen, sprechen und vielleicht auch schreiben. Tipp Nummer 6: Wiederhole regelmäßig, aber ohne dich zu überfordern. Es geht nicht darum, dass du viel auf einmal wiederholst, sondern stetig und ständig, damit du effizient langfristig dran bleibst. Dabei kann es schon vollkommen ausreichen, wenn du täglich 10 bis 15 Minuten wiederholst, anstatt ganz selten direkt eine Stunde oder zwei. Das geht meistens langfristig nicht gut. Tipp Nummer 7: Wenn du feststellst beim Wiederholen, dass du Fehler machst, dann betrachte das als Lernchance. Setze deinen Lernfokus auf die Vokabeln, die dir schwierig fallen, damit du dir auch diese merken kannst. Tipp Nummer 8: Motivation durch Messung des Fortschritts. Es ist wichtig, dass du dir deinen Fortschritt vor Augen hältst. Nur so bleibst du motiviert. Es ist also immer ganz sinnvoll, dass man eine gewisse Anzahl an Vokabeln sieht,
die dann zum Beispiel immer steigt und größer wird. So kann man dann auch sehen, dass man tatsächlich Fortschritte macht anhand einer konkreten Zahl. Deswegen mag ich zum Beispiel auch die Anki-App, um meine Fremdsprachen zu wiederholen. Weiterhin eignet sich die Anki-App deshalb sehr gut, weil man sie von überall benutzen kann. Im Gegensatz zu normalen, klassischen Karteikarten. Weiterhin kann man auch verschiedene Geräte miteinander synchronisieren. So kann man zum Beispiel manchmal die Vokabeln am Computer wiederholen und zu anderen Zeiten beispielsweise am Smartphone die Vokabeln wiederholen. Auf diese Art und Weise ist man sehr flexibel und kann auch kleine tote Zeiten ausnutzen, um seine Vokabeln zu wiederholen. Ja, das war's schon. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Versuche deine Wiederholung systematisch zu gestalten. Trage für dich konkrete Zeiten ein in deinem Kalender, in denen du wiederholen wirst. Dabei reichen 15 Minuten am Tag oftmals total aus, selbst wenn man tausende Vokabeln schon hat. Weiterhin eignet sich die Anki-App sehr gut oder andere ähnliche Apps, um seine Vokabeln effizient und schnell zu wiederholen. Benutze verschiedene Sinne, um das Wiederholen effizienter zu gestalten, wie zum Beispiel, dass du die Wörter aufschreibst in ganzen Sätzen oder auch Dinge, die du hörst, selber mündlich wiederholst, etc. Und behalte deinen Lernfortschritt im Überblick. Dies wird dich motiviert halten. Schreib in die Kommentare, wie du dein Deutsch wiederholst. Gib dem Video bitte einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Und im nächsten Video geht es darum, wie du mit Leichtigkeit dein Deutsch verbessern kannst. Wenn du also diesen Tipp nicht verpassen möchtest und mit Leichtigkeit dein Deutsch auf das nächste Niveau bringen willst, dann klicke auf das Video hier.